Heute reden wir über eine Hundefurz-Achterbahn. Eine Achterbahn, die viele Sauerländer vielleicht noch aus ihrer Jugend kennen und die europäische Antwort auf die schnellste und höchste Achterbahn der Welt. Seid gespannt. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Drive Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und alle Achterbahnen von Bonbonland. Heute reden wir über alle Achterbahnen aus dem Bonbonland. Das ist ein Freizeitpark in Dänemark, haben wir euch schon mal hier gezeigt. Vlog verlinke ich euch natürlich wie immer hier oben. Und in diesem Park gibt es sehr kuriose Themen, sehr kuriose Gestaltung und sehr kuriose Achterbahnen. Zumindest was die Namen und Ideen dahinter angeht. Aber trotz allem haben alle Achterbahnen was Besonderes. Aber Step by Step natürlich. Wir gucken erstmal, was ist das für ein Park, das im Schnelldurchlauf. Und los ging es mit einer Süßwarenfirma, wenig überraschend bei dem Namen Bonbonland. Und verantwortlich dahinter war Michael Spangsberg und der hat dann in Holme, Olstrup in Dänemark diese Süßwarenfabrik gehabt. Und da gab es sehr kuriose Namen für die Produkte, so wie Möwenkot, Hundepups und Windelpipi. Digga, was ist mit dir? Hat ja ein bisschen was von Bertie Bobs Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Und wie das oft so ist bei irgendwelchen sehr außergewöhnlichen und verrückten Dingen, erfreute sich das Ganze großer Beliebtheit. Und viele Leute wollten unbedingt diese Fabrik besuchen. Das Ganze ging aber nicht aus hygienischen Gründen. Dürfte ja selbstverständlich sein. Und man kam dann auf die Idee, okay, wir machen so eine kleine Süßwarenfabrik mit Verkauf. Dazu noch ein Kino und 4 in Entenform gestaltete Tretboote auf so einem kleinen Teich und dann haben wir was, wo die Leute hinkommen können. Und daraus entwickelte sich der heutige Freizeitpark. Denn man hat diesen kleinen Fabrikverkauf mit Unterhaltung 1992 gegründet und 1993 gab es schon die ersten Achterbahnen. Welche Achterbahnen das waren und welche Achterbahnen heute noch da stehen, das klären wir ja heute in diesem Video. Der Park wurde dann 2007 verkauft an Parques Reunidos. Das ist eine Freizeitparkkette aus Spanien und dazu gehört Bonbonland heute auch noch. Also ist das Ganze ein Schwesterpark zum Beispiel vom Moviepark Germany. Havin und Heilrutsch ist die eine Bahn, die es heute nicht mehr gibt, die 1993 direkt mit eröffnet hat. Und das ist auch eher Grauzone, denn hierbei handelt es sich um einen Sunkid Butterfly. Und witzigerweise hat man diesen echt direkt ein Jahr nach der Idee eröffnet, ey, wir machen so ein bisschen Unterhaltung. Und noch bemerkenswerter ist eigentlich, dass 2007 dann bei der Übernahme durch Parkes das Ding rausgeflogen ist. Auch etwas kurios ist Caninus. Dabei handelt es sich um einen von der Firma Cira Rides Small Tivoli Coaster. Klassiker, coole Bahn, macht einfach Spaß. Diese Bahn hat 1997 eröffnet und hieß bis 2002 auch noch Simsalabom, wie Bonbon, nur ein Bomben. Und anschließend wurde die Bahn von 2003 bis 2007 eingelagert. 2008 wurde die Bahn nochmal in Betrieb genommen und dann hat man 2009 die Bahn wieder eingelagert. Aber 4 gar nicht so uninteressante Bahnen sind heute noch in Betrieb. Unter anderem seit 1993 Hundertputten. Und das ist die Hundefurz-Achterbahn. Und die heißt einfach Hundefurz. 1993 eröffneter Cira Force One Coaster. Kennt ihr alle, Standard-Achterbahn, fährt sich super gut, klein, kompakt, süß, für alle geeignet, 4,5 Meter hoch, 126 Meter lang, 30 km/h Spitzengeschwindigkeit und unzählige Runden, die gefahren werden. Man fährt auch durch eine Hundehütte und in der Hundehütte, bei jeder Durchfahrt, gibt es dann auch das Furzgeräusch und es gibt einen riesigen Pappmaché-Hund, der im Infield der Achterbahn steht, drumherum ein paar Kackerhäufchen und dieser Hund ist natürlich auch die ganze Zeit durchgehend am Pieseln. Hat nicht nur das Bein gehoben, sondern man hat auch einen Wassereffekt verbaut. Was eine absurde Bahn. Die heißt wirklich Hundefurz. Das ist so ein Quatsch und super lustig dadurch eigentlich auch wieder. Phil Sweeney, also das Wildschwein, ist eine weitere Achterbahn im Bonbonland, die sehr besonders ist und so ein bisschen Achterbahngeschichte, vor allem in Europa, ja, dafür bedeutsam ist. Und das Wildschwein war die europäische Antwort auf Top Thrill Dragster. Jetzt wird man sagen, okay, warum? Was ist das jetzt für ein Quatsch? Und ich beziehe mich dabei halt auf eine alte Focus TV Dokumentation aus dem Fernsehen. Dabei direkt mal Grüße an Jens Schälberg. Und diese Doku hat halt die Eröffnung von Top Thrill Dragster quasi begleitet. Und man ist dann nach Münsterhausen gereist und hat gezeigt, was man denn jetzt in Europa da für Lösungen findet und was realistische Bahnen sind. Und dieses Wildschwein ist der erste Eurofighter von der Firma Gerstlauer Amusement Rides. Und dann war das Ganze auch noch die erste
erste Achterbahn der Welt, die mehr als senkrecht nach unten fährt. 2003 hat man das Ganze alles auf den Weg gebracht und hat einen Drop, eine erste Abfahrt von 97 Grad gehabt. Es wurde übrigens auch so verkauft, dass das halt super angenehm ist, weil man ja voll die Airtime bei diesem Drop dann hat. Und ja, angenehm und Eurofighter zusammenzubringen ist schon schwierig. Man muss aber sagen, dass der erste zum Teil wirklich viel besser fährt als viele neue, gerade erst eröffnete Eurofighter. Wildstreet ist übrigens 21,9 Meter hoch, 427,9 Meter lang und erreicht 72,4 km/h Spitzengeschwindigkeit und hat eine Inversion. Und spannenderweise auch durchgehend eine Zweigurtschiene und relativ wenig Stützen. Das ist auch super verrückt irgendwie, sich das heute anzugucken. Und dabei, obwohl das so minimalistisch und wenig ist, klingt das Ding wie so ein B&M Floorless Coaster ohne sandgefüllte Schienen. Und da hat man halt wirklich dann auch bei Gerstlauer gezeigt, ey, ja, guck mal, so machen wir das jetzt und das sind die Besonderheiten. Und da gab es dann halt den Vergleich zu Top Thrill, Dragster und diesem kleinen Eurofighter. Und es ist auch total verrückt, dass so eine Bahn in so einem Park dann Premiere feiert, aber irgendwie auch cool. Und ich bin froh, dass wir sie jetzt endlich auch mal gefahren sind. By the way, müssen wir natürlich über die Fahrt reden und wir haben so eine kleine Renngestaltung außen und man geht durch so einen LKW rein und kommt dann in das Stationsgebäude, was relativ kahl und überschaubar gestaltet wurde. Und am Ende gibt es dann nochmal eine Tribüne, da kommen wir gleich zu, denn die Fahrt startet natürlich in der Station und da raus in einer 90-Grad-Kurve und die führt einem zum Senkrecht-Kettenlift. Wir werden dann senkrecht da die 21 Meter nach oben gezogen und dann geht es über die Kuppe und mehr als senkrecht nach unten mit 97 Grad Neigung. Unten, interessanterweise, geht es erstmal quasi weiter und mit so einem kleinen Linksschwung drin. Man bleibt also sehr bodennah und dann geht es hoch in eine überneigte Rechtskurve. Eine 115 Grad Overbank Curve erwartet uns hier, finde ich immer ganz nett. Und daraufhin die Inversion der Bahn, und zwar der Looping. Super minimalistisch, einfach zwei Gurtschienen, so ein kleiner Kreis, zwei Stützen gefühlt nur dran gesteckt und fertig ist die Lauge. Ziemlich interessant. Darauf folgt eine 180 Grad Kurve, die so eckig nach oben geht, führt uns in den Blockbereich. Eine Blockbremse, die auch ein bisschen reduziert hier während der normalen Fahrt und darauf folgt eine Linksabwärtshelix, die in eine, ja, ich sag mal S-Kurve mündet und die dippt uns hoch in den Brake Run und dort ist dann so eine kleine Tribüne, wo Wildschweinfiguren sind, die uns dann bejubeln, weil wir über die Ziellinie kommen mit unserem Rennfahrzeug, was auch so ein bisschen die Gestaltung der Wagen ist, die sich viel zu spät drehen und man ist da schon längst dran vorbeigefahren und von außen muss man wirklich weit nach hinten gucken, um das Ganze zu sehen, denn man hat daneben noch eine Achterbahn hingestellt. Aber noch schnell abschließend, Wildschwein, super spannend, super wichtig für die Achterbahngeschichte von Deutschland und Europa im Allgemeinen und ja, weltweit gibt es ja überall inzwischen Eurofighter und das ist der erste und der Ursprung und war halt so das heiße Ding 2003. Handkarten, der Kater 2007, direkt daneben eröffnet, ebenfalls von Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland, ein Spinning Coaster. Mit der Besonderheit bei den Spinning Coastern, man hat hier auch wie bei zum Beispiel Maurer Rides Spinning Coastern ein Einzelfahrzeug mit 4 Personen, die dort einen Platz finden, aber man sitzt hier nicht Rücken in Rücken und guckt nach außen, sondern man sitzt quasi außen und guckt in die Mitte. Man guckt also die gegenüberliegende Zweierreihe an und kann sich dabei der Fahrt dann sehen. Super cooles Gruppenerlebnis, macht total Spaß und das Ganze macht es auch wett, dass man jetzt keine Gestaltung an der Strecke hat, also bei der Fahrt, da ist es dann egal. Es gibt einen großen Kater über den Eingang, es gibt in der Station irgendwie ein bisschen unpassenden Graffiti noch, die sonst sehr kahl ist, die Station und ja, that's it. Mehr Gestaltung haben wir hier nicht. 16 Meter hoch, 397 Meter lang und 55 km/h Spitzengeschwindigkeit werden hier erreicht. Man schafft es theoretisch 600 Personen pro Stunde dort durchzuschaufeln und laut der Rollercoaster Database hat die Bahn 2,8 Millionen Euro gekostet. Das Layout besteht eigentlich nur aus Mauskurven und Helix-Kombinationen, macht aber total Sinn bei einem Spinning Coaster, vor allem bei so einer Art Spinning Coaster und teilweise sieht es halt wirklich wild aus, dass du super steil nach unten guckst und dann ist da aber jemand, der gerade genau da an der Strecke lang wirbelt. Und wenn ihr das jetzt so seht, kann es natürlich sein, dass euch das Layout eventuell bekannt vorkommt, denn Pandemonium
ehemals Tony Hawk's Big Spin in Six Flags Discovery Kingdom, besitzt das gleiche Layout, steht aber seit 2013 im Six Flags Mexico als Joker. Und meiner Meinung nach ist diese Art von Spinning Coastern bei Gerstlauer so ein family-friendly Thrill-Ride. Also es ist wirklich, die ganze Familie kann das fahren, aber es ist schon aufregender als irgendwie eine normale Achterbahn oder eine kleine Familien- bzw. Kinderachterbahn. Eine große Familienachterbahn gibt es aber auch noch im Bonbonland, und zwar Victor Vandrum. Und der Victor Wasserwurm steht seit 2009 im Bonbonland in Dänemark. Zierer Tivoli Coaster mit einem Custom Layout, aber kein Custom Layout für das Bonbonland, sondern, das haben auch einige von euch in unserem Vlog schon erkannt, bevor ich euch das hier erzählt habe, von 1993 bis 2007 stand diese Achterbahn als Flinker Fridolin im Panoramapark im Sauerland. 2007 größter Fehler des Panoramaparks, irgendwie Achterbahnen rausschmeißen. Nicht nur diese Bahn, die da super krass ans Terrain und das Gelände angepasst war und dann sich da durch den Park geschlängelt hat, sondern man hatte auch noch einen Mack-Rides Powered Coaster, und der Rothaarblitz hat den Park ja auch gleichzeitig verlassen. Den haben wir euch hier im Kanal schon gezeigt, der steht inzwischen nämlich in Italien. Aber das ist ein anderes Kapitel. Könnt ihr gleich danach hier weiter gucken, und wenn ihr dann schon beim Suchen auf dem Kanal seid, drückt ihr auch noch auf Abonnieren, hilft mir ungemein weiter, kostet euch keinen Cent. Aber zurück zum Wasserwurm, im Sauerland grandios ans Gelände angepasst. Hier jetzt nicht so, aber man fährt, also man hat erstmal eine Station, die viel zu weit oben ist, wo man hochkraxelt. Man fährt aber ziemlich cool auch durch einen Wassergraben, der im Park angelegt wurde, und fährt halt echt, ja, weit durch die Gegend. Das ist ganz nice. Der Zug verhungert unterwegs, aber auch so hier und da fast schon. Und es ist an einigen Stellen, macht es halt einfach keinen Sinn, wie die Bahn da lang fährt. Aber das ist auch logisch, weil sie ja mal für woanders genau so angepasst wurde. Aber ach Mann, ey, wie schade ist das, dass die Bahn nicht mehr da steht, wo sie mal stand und wofür sie gebaut wurde. Sowas kannst du dir heute einfach auch gar nicht mehr leisten. Und das ist der kapitale Fehler, der gemacht wurde, meiner Meinung nach. Also ob es jetzt so ein riesiger Custom Layout Coaster ist oder ein Powered Coaster für so einen kleinen Park wie der Panorama Park. By the way, die Bahn ist eigentlich auch nur 750 Meter lang, kommt einen länger vor und fährt 2 Runden. 14 Meter Höhe sorgen hier für 53 km/h Spitzengeschwindigkeit, und 2017 hat man es auch hier mal versucht, VR-Brillen zu installieren, und da hat sie installiert. Das hat nur für die Saison 2017 gereicht. Wie zu der Zeit in vielen Parks das Ganze nach einer Saison wieder rausgeflogen ist. Ja, und abschließend bleibt zu sagen, kurioser Park, müsst ihr euch auf jeden Fall im Vlog noch angucken, was es da noch alles so zu sehen gibt. Coole Achterbahn, keine grundsätzlich außergewöhnlichen besonderen Achterbahnen, aber trotzdem alle geschichtlich wichtig, beziehungsweise haben so coole Backstories oder haben irgendwas Cooles, Besonderes an sich, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ein spannendes und unterhaltsames Achterbahnportfolio. Oder wie seht ihr das? Lasst es in den Kommentaren wissen, und morgen um 18 Uhr sehen wir uns wieder hier zu einem neuen Video.